Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns heute hier auf dem internationalen Server 54. Dort werden wir aber gleich drauf zu sprechen kommen. Es gibt eine Neuigkeit wieder mal in Shakes and Fidget, und zwar kehren die Spezialpakete zurück ins Game zum Winterschlussverkauf. Und ja, das ist diesbezüglich ganz spannend, weil diese ab Freitag, Samstag, Sonntag zur Verfügung stehen werden. Und am Sonntag um 20 Uhr endet ja das Elevator-Event und dort werden bestimmt nochmal einige Gilden, einige Spieler ordentlich reinpayen, um in der Platzierung möglichst weit oben zu sein. Wir werden das Ganze auch live verfolgen. Ich bin am Sonntag spätestens 18 Uhr live und werden dann die letzten 2 Stunden damit verfolgen. Dazu aber nochmal morgen mehr im Video, ne? Und ja, hier sind die News auf jeden Fall. Wer alles rund um Shakes and Fidget und alle News rund um Shakes and Fidget nichts verpassen will, sollte auf jeden Fall hier ein kostenloses Abo dalassen, denn die News sind auch eben gerade erst erschienen und bei mir bekommt ihr sie in der Regel meistens immer am schnellsten. Ja, gut. Winterschlussverkauf kehrt ein, das heißt, Ende des Winters noch einmal Gebühren zu feiern, haben wir für euch keine Kosten und Mühen gescheut. In unserem Winterschlussverkauf bietet der Pilzdealer von Freitag bis Sonntag alle Starterpakete Ausnahmepaket mit XP noch einmal an, denn wir wissen ja aus der Vergangenheit, ist es ja passiert durch dieses Level-Up-Paket, ja, dieses Paket, was quasi ein Level bringt, kam es da zu ziemlich krassen Bugs. Und noch schlimmer waren denn am Ende auch noch die Bugfixes, die im Prinzip alles nochmal verschlimmert haben. Ja, wer sich daran nicht erinnern sollte, es gibt ja ein Paket, das bringt ein Level. Manchen hat es XP abgezogen, manchen hat es genau funktioniert, bei manchen, ja, weiß ich nicht, war irgendwie gar nichts gewesen so. Ne? Daraufhin wurde ein Bugfix zugespielt, dass jeder, der das gekauft hatte, irgendwie 2 Level oder so gut bekommen hatte. So, das hat dazu geführt, manche haben es gekauft, manche nicht. Manche haben davon profitiert, manche haben es normal genutzt und manche haben ja, überprofitiert davon. Summa summarum kam es nachher zum Ende dazu, dass alle, die sich das Paket gekauft haben, ein Level gemacht haben, die davon nicht profitiert haben, und die davon profitiert haben und das normal ging und sich das gekauft haben, haben 2 Level dazu bekommen, sodass es insgesamt Leute gab, die 3 Level dadurch gemacht haben und Leute, die nur ein Level dadurch gemacht haben und Leute, die nur 2 Level dadurch gemacht haben. Also es gibt eine Differenz von maximal bis zu 2 Leveln. Ist ja mir auf meinem Account, ja, ich habe es ja schon mal erwähnt im Video, ist es mir ja auch passiert. Der Osman hatte zum Beispiel davon profitiert gehabt, weil wir immer gleich auf waren. Dann habe ich ihn jetzt nach einem Jahr wieder, ne, also ein Jahr hat es gedauert, dass ich ihn jetzt wieder vom Level her eingeholt habe, so, und ich bin immer noch nicht da am Start, so wie es vorher war. Wir waren gleich auf gewesen, dann war er 2 Level davor und naja, ihr kennt die ganze Geschichte, ne? Genau, ansonsten, die Spezialpakete kehren zurück. Wer nicht mehr weiß, was in diesen Spezialpaketen drin ist, ihr könnt alle Pakete dieses Wochenende holen, außer halt eben das, wo man ein Level erhält, und das ist halt eben das 10-Euro-Paket. Das heißt, ihr bekommt das Paket hier, ja, das Starter-Pack für 5 Euro, ne? Hier sind alle Vorteile drin und das Paket fällt aus, ja, weil hier bekommt man eben dieses besagte Level. Dann haben wir hier das Pro-Pack für 25 Euro und dann haben wir das 50er-Euro-Paket mit diesen Vorteilen und eben auch nochmal das 100er-Paket mit diesen Vorteilen und das Pro-Paket. Ich glaube, von diesen 50ern, da wird nur eins angeboten. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird nur das angeboten, ja. Ich glaube, es wird nur das angeboten, das Pro. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Genau. Und von den 100ern hoffe ich mal zumindest, dass auch dieses Triple Pro-Paket angeboten wird, ne, wo man mehrere arkane Splitter hat. Da gab es ja mal eine Erweiterung von diesen Pro-Pakets. Ne, nur damit ihr mal einen Überblick habt, was in diesen Paketen noch so drin ist. Und ja, die könnt ihr erwerben von Freitag bis Sonntag, wie gesagt, zum Winterschlussverkauf. Und ja, mit den Anzahl an Pilzen könnt ihr da nochmal ordentlich in dem Elevator aufholen. Ich werde dort auch zuschlagen, aber allerdings nur auf mein Main. Denn auf meinem Main steckt nach wie vor immer noch mein Hauptfokus drin, da wo ich am meisten wirklich reinstecke, und auf meinem Main ist es halt eben wichtig,
dass ich da keinen Fortschritt irgendwo zu irgendjemandem verliere. Das heißt, für mich ganz doll vom Vorteil sind halt eben diese arkanen Splitter. Eigentlich kaufe ich es nur deswegen und vielleicht ein bisschen, um Gold zu sparen für die Sanduhren, aber meistens sind die arkanen Splitter wichtig. Deswegen, so viel lohnt sich das nicht auf älteren Servern. Außer man hat halt jetzt Pilzknappheit und es bietet sich an, dann könnt ihr das machen. Ansonsten werde ich das nur auf meinem Main aufladen. Auf W27 werde ich da drauf verzichten und auf W50 werde ich da wahrscheinlich auch drauf verzichten, weil mir die Kristalle momentan so oder so noch nicht viel bringen. Klar, auf lange Sicht ist es natürlich nice, die zu haben, aber ich werde mal schauen. Auf W50 bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich tendiere eher dazu, dass ich diese dort nicht erwerben werde, sondern wirklich nur auf dem Account, wo es mir am aller wichtigsten ist. Ja, das auf jeden Fall dazu. Dann kommen wir jetzt zum W54-Server. Ja, ihr habt seit dem Serverstart nichts mehr von mir gesehen, gehört, gesagt, auch nichts drüber. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin nicht sonderlich weit hier auf dem Server. Man könnte schon weiter sein, aber ich habe tatsächlich nicht allzu viel Spaß, muss ich sagen, an Neustarts von Servern. Das war mir auch im Vorhinein klar. Der einzige Grund, warum ich hier mitgemacht habe, war im Prinzip zu sehen, wie der Elevator sich im Low-Level-Bereich verhält, was für Belohnungen man dort bekommt und wie einen das Ganze voranbringt. Ihr seht, als Gilde sind wir jetzt nicht so krass unterwegs hier. Das ist mehr so, ja, just for fun mäßig. Da gibt es Leute hier auf dem Server, die auf W54 deutlich mehr durchziehen als wir. Und ich hatte ja auch gesagt, nach den 10 Tagen, wenn das Elevator-Event vorbei ist, werde ich auch auf diesen Server auch aufhören. Ja, also da werde ich hier nicht großartig weiterspielen. Bin jetzt hier selbst auf Platz 13. Wir können mal reinschauen in den Elevator, wie es momentan aussieht, ob wir noch ein bisschen weiterkommen. Ich muss sagen, die Belohnungen im Early-Game-Bereich sind dann doch schon relativ strong. Ne, mit Stufe 67 bekommt man hier ganz gutes Gold auf jeden Fall. Und das ist für diesen Levelbereich schon doch außerordentlich strong. Man bekommt ja auch Holz und Steine, was auch ziemlich stark ist. Ihr seht, ich habe binnen von Sekunden 10.000 jetzt wieder auf der Tash. Und das ist wirklich relativ viel hier auf dem Levelbereich. Und Ressourcen bekomme ich halt auch. Das ist für die Leute eher entscheidend, die sich das Paket nicht geholt haben. Ja, so wie mich. Ich verzichte hier auf jegliche Pakete. Das hatte ich auch in meiner Beschreibung zu stehen. Sonst wäre ich dementsprechend auch schon ein bisschen weiter vom Ausbau her. Nur habe ich da eben krassen Ressourcenmangel, was das angeht. Und ja, weil ich den Server sowieso bald wieder quitten werde, wie die ein oder andere Frucht am Baum, ja, dann lohnt es sich für mich hier auch nicht großartig weiter reinzupayen. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen mein Vorhaben hier auf W54. Trotzdem war der Serverstart an sich für mich persönlich das Lustigste. Ich habe auch jetzt nicht weiter irgendwie nach dem Stream mein Sammelalbum gepusht. Wir haben im Stream selbst relativ viel gemacht, ja, und danach hat es dann rapide nachgelassen, sag ich mal, weil ich halt eben den Hauptfokus darauf sehen wollte, Elevator, Early Game, was bringt's und so weiter, ne? Also das ist schon, also ich habe daraus meine Erkenntnis ziehen können, um es jetzt mal unterm Strich vielleicht zusammenzufassen, ne, dass ich doch die Belohnungen halt, wie gesagt, für das Level halt schon ja, relativ gut sind, auch zum Anfang, ne, wo wir die ersten paar Etagen gelegt haben, da gab es auch mal Gold, wenn mal irgendwo was gefehlt hatte für irgendeinen Ausbau in der Festung oder so, oder wenn man sich irgendein Item im Shop kaufen will und man hat zufällig kein Gold mehr und keinen in der Rangliste, den man jetzt zufällig abfarmen könnte, ja, was ja auch relativ lustig im Stream gewesen ist, wo wir den einen Typen da die ganze Zeit runtergefarmt haben. Ne? Ja, kommt der Elevator eigentlich immer relativ gelegen. Was ist denn jetzt los hier? Ja, Verbindungsstörung hier oder was? Ne, da kommt der... Ach Mensch. Ja. Ob das ein Omen ist, dass ich hier nicht weiterspielen soll auf dem Server, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, der Elevator an sich kommt im Early Game recht gut. Im Late Game kommt er auch recht gut. Verbindung gestört, ja, okay, dann soll es vielleicht auch so sein.
da er im Late Game auch relativ, ja, dazu hatte ich auch schon meine Meinung abgegeben, wie die Balance halt ist vom Elevator für Early, Mid und Late Game, ist es eigentlich auf jeder Ebene ziemlich angepasst. Free-to-Play-Spieler können hier gute Sachen rausziehen. Pay-to-Win-Spieler werden nicht zu sehr belohnt durch hohen Pilzeinsatz. Und deswegen kann ich sagen, auf allen Ebenen der Elevator und das Gilden-Event eigentlich rundum gelungen. Könnt ihr mir gerne nochmal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. Ne? Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Ne? Wirklich sehr, 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 sehr lazy hier auf dem Server unterwegs. Ne? Tut mir auch leid an meine Gilde, falls sie da ein bisschen mehr erwartet haben. Ne? Aber da, ja, bin ich einfach irgendwie nicht so der Server-Start-Typ für. Muss man auch, wenn man es nicht ist, muss man es auch einfach mal so offen und ehrlich zugeben. Ne? Ich habe relativ wenig Knowledge im Early-Game-Bereich. Das ist nun mal so, wenn man halt lange Zeit eben im Late-Game-Bereich spielt und wenig Server-Starts mitgemacht hat, dann ist da auch einfach das Wissen nicht da. Und das muss man dann halt auch eben auch so offen und ehrlich dann zugeben. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, macht mir Server-Starts eher weniger Spaß, dazu mal ich auch genug aktive Accounts habe, die ich betreibe. Fällt es mir sowieso zeittechnisch schwer, noch einen Server-Start-Account, der ja sowieso mehr Zeit als alle anderen zusammen in Anspruch nimmt, ja, dazu zu fügen. Ja, da bleibt dann halt auch meistens die Zeit dafür nicht über, in Kombination mit der Lust, Sammelalbum und sowas alles zu pushen und zu füllen, wo ich eh nicht der Typ für bin, da ja, spielt dann das eine zum anderen und deswegen werdet ihr von mir vor wahrscheinlich W100 keinen weiteren aktiven Server mehr von mir sehen, ja, und selbst da weiß ich nicht, ob ich auf W100 aktiv spielen werde, falls wir den noch alle miterleben, ja, aber ich hoffe mal schon. Gut. Alles klar, Leute. Das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.